Lektion 1. Einkaufsliste. Vergessen Sie nicht, Obst und Snacks zu unserer Einkaufsliste hinzuzufügen. Alles klar. Ich setze sie sofort auf die Liste. Großartig. Frisches Obst ist für eine gesunde Ernährung unerlässlich. Ja, und Snacks sind perfekt, wenn wir zwischendurch hungrig werden. Hast du irgendwelche Lieblingssnacks im Kopf? Ich liebe es, gemischte Nüsse und Müsliriegel zur Hand zu haben. Das sind großartige Entscheidungen. Sie sind nahrhaft und leicht zu transportieren. Genau. Stellen wir sicher, dass wir eine Vielzahl von Optionen haben. Ich bin gespannt, was wir am Ende haben. Lektion 2. Bildung und Veränderung. Die Schulen sollten sich darauf konzentrieren, Unwissenheit und Apathie zu verhindern, die junge Menschen das Leben kosten. Unbedingt. Bildung kann die Jugendlichen befähigen, informierte Entscheidungen zu treffen. Ja, und wir müssen die soziale Sicherheit reformieren, um Familien besser unterstützen zu können. Das ist ein wichtiger Schritt. Es trägt dazu bei, eine sicherere Umgebung für Kinder zu schaffen. Welche anderen Änderungen halten Sie für notwendig? Investitionen in Ressourcen zur psychischen Gesundheit an Schulen sind von entscheidender Bedeutung. Ich stimme zu. Es ist wichtig, die Schüler auch emotional zu unterstützen. Lassen Sie uns besprechen, wie wir uns für diese Veränderungen in unserer Community einsetzen können. Ja, das wäre eine großartige Initiative. Lektion 3. Flughafenerlebnis. Hey, ich habe gehört, du hattest eine schwere Zeit am Flughafen. Hey, was ist passiert? Ja, es war ein ziemlicher Aufwand. Mein Flug hatte stundenlange Verspätung. Das klingt frustrierend. Haben sie dir irgendwelche Updates gegeben? Nicht wirklich. Sie haben die Abfahrtszeit ohne Erklärung immer wieder verschoben. Ich kann mir vorstellen, wie nervig das gewesen sein muss. Das war es wirklich. Aber zumindest hatte ich ein Buch, das mich unterhielt. Das ist eine gute Idee. Es hilft, sich bei Verspätungen die Zeit zu vertreiben. Ja! Nächstes Mal bringe ich auf jeden Fall auch zusätzliche Snacks mit. Kluges Denken. Hoffen wir, dass Ihr nächstes Reiseerlebnis reibungsloser verläuft. Lektion 4. Online-Shopping-Trends. Mir ist aufgefallen, dass Online-Shopping auf dem Vormarsch ist. Ja, es wird von Tag zu Tag beliebter. Was ist Ihrer Meinung nach die treibende Kraft hinter diesem Trend? Bequemlichkeit ist ein wichtiger Faktor. Die Leute lieben es, von zu Hause aus einzukaufen. Unbedingt. Außerdem gibt es oft bessere Angebote online. Ja, und Sie können die Preise einfach vergleichen. Ich frage mich, wie sich traditionelle Geschäfte an diese Veränderung anpassen werden. Sie müssen Ihre Dienstleistungen verbessern, um effektiv konkurrieren zu können. Lassen Sie uns diese Trends im Auge behalten und sehen, wie sie sich entwickeln. Lektion 5. Kulturelles Verständnis. Es ist wichtig, dass du nicht ihr Feind bist. Ja, es ist wichtig, dem Westen die Komplexität der muslimischen Kultur verständlich zu machen. Unbedingt. Missverständnisse können zu unnötigen Konflikten führen. Mein Ziel war es, den Dialog und das Verständnis auf meinen Reisen zu fördern. Das ist eine edle Sache. Erfahrungsaustausch kann Lücken überbrücken.
Ja, und es fördert den gegenseitigen Respekt zwischen verschiedenen Kulturen. Wie können wir anderen helfen, Einblick in diese Komplexität zu gewinnen? Wir können damit beginnen, Geschichten auszutauschen und Diskussionen zu veranstalten. Lassen Sie uns einige Veranstaltungen planen, um das Bewusstsein zu schärfen. Lektion 6. Einzigartige Traditionen. Sind Sie auf Ihren Reisen auf andere einzigartige Traditionen gestoßen? Ja, ich habe einige faszinierende Festivals gesehen, die die lokale Kultur feiern. Das klingt unglaublich. Was war für dich am denkwürdigsten? Ich besuchte ein Erntefest, auf dem traditionelle Tänze aufgeführt wurden. Das muss eine lebendige Erfahrung gewesen sein. War es. Die Energie und die Farben waren unvergesslich. Ich würde so etwas gerne erleben. Lass uns einen Ausflug zu einem Kulturfestival planen. Es wird Spaß machen. Ja, ich freue mich auf dieses Abenteuer. Lektion 7. Bordkarten. Das ist eine Erleichterung. Hast du unsere Bordkarten ausgedruckt? Nein, ich habe sie auf meinem Handy. Ich kann es dir zeigen, wenn wir am Gate sind. Oh, perfekt. Ich mache mir immer Sorgen, Papiertickets zu verlieren. Genau. Außerdem müssen wir uns keine Sorgen machen, dass es nass oder beschädigt wird. Richtig. Und wir können von überall aus für unseren Flug einchecken. Hatten Sie die Gelegenheit, unseren Flugstatus zu überprüfen? Ja, habe ich. Wir sind pünktlich, was eine gute Nachricht ist. Das ist genial. Ich freue mich sehr auf diese Reise. Lektion 8. Schnäppchenjagd. Kannst du es glauben? $1 für ein Buch auf einem Flohmarkt. Das ist unglaublich. Ich habe Bücher gesehen, die im Einzelhandel für $20 oder $30 verkauft wurden. Genau. Es ist so ein Schnäppchen und ich liebe es, solche Schätze zu finden. Ich auch. Es ist etwas Besonderes, versteckte Juwelen zu entdecken. Richtig? Außerdem fühlt es sich gut an, Geld zu sparen und gleichzeitig lokale Verkäufer zu unterstützen. Unbedingt. Glaubst du, wir werden heute noch mehr tolle Angebote finden? Ich hoffe es. Es macht mir immer Spaß, in den Boxen zu stöbern. Das gleiche hier. Es ist wie eine Schatzsuche, und man weiß nie, was man finden wird. Genau. Ich habe einmal ein Buch in der Erstausgabe für nur ein paar Dollar gefunden. Lektion 9. Badeanzugstil. Wie wäre es mit einem einteiligen Badeanzug? Sie können schmeichelhaft und stilvoll sein. Das ist eine tolle Idee. Ich habe in letzter Zeit einige wirklich süße Designs gesehen. Richtig? Außerdem bieten sie oft mehr Halt als zweiteilige Anzüge. Genau. Ich liebe die mit interessanten Mustern und Farben. Und sie können sowohl für den Strand als auch für den Pool perfekt sein. Definitiv. Ich habe das Gefühl, dass sie eleganter aussehen. Ja. Sie sind vielseitig und können mit einer Decke verkleidet werden. Genau. Mir gefällt auch, dass sie sich an verschiedene Körpertypen anpassen können.
Also, denkst du darüber nach, einen anzuprobieren, wenn wir einkaufen gehen? Lektion 10. Lernreise. Es braucht Zeit und Übung, aber mach dir keine Sorgen. Das weiß ich zu schätzen. Ich weiß, dass es wichtig ist, klein anzufangen, um besser zu werden. Genau, jeder entwickelt sich in seinem eigenen Tempo. Das ist wahr. Manchmal bin ich überwältigt, wie viel es zu lernen gibt. Ich verstehe. Denken Sie daran, Geduld ist Teil des Prozesses. Ja, ich muss mich daran erinnern, dass jeder kleine Schritt zählt. Unbedingt. Feiert unterwegs eure kleinen Siege. Das ist eine großartige Perspektive. Es hilft, sich eher auf Fortschritt als auf Perfektion zu konzentrieren. Genau. Und es ist okay, um Hilfe zu bitten, wenn du sie brauchst. Lektion 11. Neue Leute kennenlernen. Hi, ich bin Alex. Freut mich, Sie kennenzulernen. Hallo Alex, ich bin Lisa. Ich freue mich auch, Sie kennenzulernen. Also, was führt dich heute her? Ich bin wegen der Sprachaustauschveranstaltung hier. Wie steht's mit dir? Das Gleiche hier. Ich liebe es, mein Englisch mit neuen Leuten zu üben. Das klingt lustig. Wie lange lernst du schon? Ich bin jetzt seit ein paar Jahren dabei. Was ist mit dir? Ich bin relativ neu, aber ich bin begierig darauf, mich zu verbessern. Das ist großartig. Jeder fängt irgendwo an und es geht nur ums Üben. Lektion 12. Auf der Suche nach der richtigen Passform. Noch nicht. Ich suche immer noch nach den richtigen. Wie steht's mit dir? Ich sitze im selben Boot. Es ist schwierig, die perfekte Passform zu finden. Genau. Ich habe so viele Paare anprobiert, die sich einfach nicht richtig anfühlen. Ich weiß, was du meinst. Die Jagd kann manchmal ziemlich frustrierend sein. Aber wenn du ein tolles Paar findest, ist es so lohnend. Definitiv. Ich liebe das Gefühl, endlich das zu finden, wonach ich gesucht habe. Also wonach suchst du konkret? Ich hoffe, etwas Bequemes und doch Stilvolles zu finden. Das ist das Ziel. Es sollte sowohl praktisch als auch modisch sein. Lektion 13. Trinkgeldetikette. Trinkgeld ist nicht verpflichtend, aber es ist willkommen, wenn Sie eine gute Erfahrung gemacht haben. Das ist wahr. Das kann für Servicemitarbeiter wirklich einen Unterschied machen. Genau. Ich versuche immer gutes Trinkgeld zu geben, wenn der Service super ist. Das Gleiche hier. Es fühlt sich gut an, harte Arbeit anzuerkennen. Außerdem fördert es einen guten Service in der Zukunft. Unbedingt. Es ist eine Möglichkeit, Dankbarkeit für Ihre Bemühungen zu zeigen. Haben Sie einen Standardprozentsatz, an dem Sie sich normalerweise halten? In der Regel gebe ich je nach Service etwa 15-20% Trinkgeld. Das klingt fair. Es ist schön, eine Richtlinie zu haben. Lektion 14. Verbindungen aufbauen. Definitiv. Der Aufbau von Verbindungen kann Türen zu großartigen Möglichkeiten öffnen. Ich könnte nicht mehr zustimmen,
Networking ist in der heutigen Welt unverzichtbar. Ja, du weißt nie, wer dir auf deiner Reise helfen könnte. Genau. Es ist erstaunlich, wie Beziehungen zu unerwarteten Chancen führen können. Und es geht nicht nur um Karrieremöglichkeiten, sondern auch um Freundschaften. Unbedingt. Diese Verbindungen bereichern unser Leben in vielerlei Hinsicht. Also wie gehst du normalerweise vor, um neue Leute kennenzulernen? Ich versuche offen und freundlich zu sein. Es hilft, das Eis zu brechen. Das ist eine großartige Strategie. Ich stelle gerne Fragen, um Menschen besser kennenzulernen. Lektion 15. Positiver Ausblick. Ich bin eher ein Optimist, während andere Bedenken hinsichtlich möglicher Rückschläge hegen. Das ist eine interessante Perspektive. Ich denke, Optimismus kann ein mächtiges Instrument sein. Unbedingt. Es hilft mir, mich auf Lösungen statt auf Probleme zu konzentrieren. Ja, eine positive Denkweise kann zu besseren Ergebnissen führen. Wie bleiben Sie in herausfordernden Zeiten optimistisch? Ich versuche, mich an vergangene Erfolge zu erinnern und mich auf das zu konzentrieren, was ich kontrollieren kann. Das ist ein großartiger Ansatz. Eine positive Einstellung zu bewahren, kann auch ansteckend sein. Definitiv. Es beeinflusst die Menschen um uns herum positiv. Wir sollten uns gegenseitig ermutigen, optimistisch zu bleiben, egal in welcher Situation. Lektion 16. Musikinstrumente. Musikinstrumente wie Saxophon und Posaune haben mich schon immer fasziniert. Ich auch. Sie haben alle so einzigartige Sounds und Stile. Genau, ich liebe es, wie verschiedene Instrumente verschiedene Emotionen ausdrücken können. Ja. Die Klarinette und die Flöte haben auch ihren eigenen Reiz. Es ist erstaunlich, wie jeder Einzelne zur Harmonie eines Orchesters beiträgt. Unbedingt. Ich wollte schon immer lernen, einen von ihnen zu spielen. Das wäre wunderbar. Für welches Instrument interessierst du dich am meisten? Ich fühle mich zum Saxophon hingezogen. Es klingt so gefühlvoll und lebendig. Gute Wahl. Es ist vielseitig für Jazz, Blues und sogar Popmusik. Lektion 17. Bedenken hinsichtlich Veruntreuung. Weißt du, es ist besorgniserregend, wie manche Menschen ihren Verwandten Vorrang vor dem Gemeinwohl einräumen. Unbedingt. Es ist falsch, das auf Kosten der Öffentlichkeit zu tun. Eine Veruntreuung liegt vor, wenn ein Beamter öffentliche Gelder für persönliche Zwecke missbraucht. Genau. Es untergräbt das Vertrauen in unsere Institutionen. Und diese Maßnahmen können schwerwiegende Folgen für alle Beteiligten haben. Ja, es kann zum Verlust von Ressourcen führen, die für die Gemeinschaft verwendet werden sollten. Es ist frustrierend zu sehen, wie Einzelpersonen ihre Interessen über das Gemeinwohl stellen. Definitiv. Wir müssen die Menschen für solche Aktionen zur Rechenschaft ziehen. Transparenz ist der Schlüssel zur Verhinderung dieser Art von Korruption. Lektion 18. Marketingstrategien. Was denken Sie heutzutage über Marketingstrategien? Ich denke, digitale Werbung scheint derzeit die effektivste Methode zu sein.
Ich stimme zu. Es erreicht so viele Menschen schnell und effizient. Genau. Social-Media-Plattformen eignen sich hervorragend, um bestimmte Zielgruppen anzusprechen. Haben Sie Marken gesehen, die das besonders gut machen? Ja, mir ist aufgefallen, dass einige Marken, die ansprechende Inhalte erstellen, wirklich auffallen. Ansprechender Inhalt ist entscheidend. Es hält das Interesse des Publikums aufrecht und regt zum Teilen an. Ganz gewiss. Interaktive Beiträge können die Engagementraten erheblich steigern. Ich frage mich, wie Unternehmen die Effektivität ihrer Kampagnen messen. Lektion 19. Vorausschauend planen. Es ist immer das Erste, was ich mache, wenn ich mich auf eine Reise vorbereite. Das ist eine gute Idee. Hast du dich schon für ein Reiseziel entschieden? Ja, ich denke darüber nach, in die Berge zu gehen, um zu wandern. Das klingt wunderbar. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Es ist so erfrischend. Unbedingt. Was ist mit dir? Haben Sie irgendwelche Reisepläne am Horizont? Ich hoffe, bald den Strand besuchen zu können. Ich vermisse das Rauschen der Wellen. Das wäre so entspannend. Hast du einen Lieblingsstrand? Ja, es gibt einen, den ich jeden Sommer besucht habe. Es birgt tolle Erinnerungen. Das ist etwas Besonderes. Es ist schön, Orte zu haben, an denen man sich wie zu Hause fühlt. Lektion 20. Einkaufen. Sollen wir beim Einkaufen auch Obst kaufen? Ja, sie gehen uns zu Hause aus. Welche Art bevorzugst du? Ich liebe Äpfel und Bananen. Ich mag Beeren, besonders Erdbeeren und Blaubeeren. Das sind großartige Entscheidungen. Sie sind perfekt für Snacks oder Smoothies. Unbedingt. Außerdem sind sie voller Vitamine. Sollen wir nachschauen, ob sie heute im Angebot sind? Gute Idee. Geld sparen und gleichzeitig gesund essen ist eine Win-Win-Situation. Schauen wir uns auch nach Bio-Optionen um. Sie schmecken besser. Lektion 21. Aufführungserfahrung. Bist du schon einmal in der Öffentlichkeit aufgetreten? Ja, ich bin bei lokalen Veranstaltungen aufgetreten und es war berauschend. Das ist unglaublich. Wie hast du dich gefühlt, bevor du auf die Bühne gegangen bist? Anfangs war ich nervös, aber als ich anfing, fühlte es sich unglaublich an. Das kann ich mir vorstellen. Haben Sie eine positive Resonanz vom Publikum erhalten? Ja, der Applaus fühlte sich bestätigend an und die harte Arbeit hat sich gelohnt. Das ist fantastisch. Ich habe immer Leute bewundert, die live auftreten können. Danke. Es erfordert viel Mut, aber es ist so lohnend. Ich würde dich gerne irgendwann auftreten sehen. Lektion 22. Zukünftige Reisen. Bist du jemals ins Ausland gereist? Nein, aber ich hoffe in Zukunft einige Länder besuchen zu können. Das klingt aufregend. Lass uns gemeinsam eine Reise planen, um neue Orte zu sehen. Das würde mir gefallen. Welche Ziele haben Sie im Kopf? Ich wollte schon immer Europa erkunden, besonders Italien und Frankreich.
Das sind tolle Entscheidungen. Ich habe gehört, dass das Essen in Italien unglaublich ist. Ja, und die Geschichte in Frankreich ist faszinierend. Wir könnten den Eiffelturm sehen. Unbedingt. Außerdem könnten wir authentisches Gebäck genießen, während wir dort sind. Definitiv. Lassen Sie uns anfangen, nach den besten Zeiten zu suchen, um diese Orte zu besuchen. Lektion 23. Jobverhandlung. Ich hab's. Sollte ich während der Verhandlung irgendwelche anderen Jobangebote erwähnen? Das hängt von der Situation ab. Es kann deinen Wert zeigen, aber sei vorsichtig. Richtig. Ich möchte selbstbewusst auftreten, ohne zu aufdringlich zu klingen. Genau. Betonen Sie vielleicht Ihre Fähigkeiten und wie sie dem Unternehmen zugutekommen. Das ist ein gutes Argument. Die Hervorhebung meiner Stärken könnte mein Argument stärken. Ja. Und Sie sollten auf jeden Fall zuerst das Unternehmen recherchieren. Das mache ich. Wenn ich Ihre Werte kenne, kann ich meinen Pitch besser aufeinander abstimmen. Unbedingt. Es zeigt, dass Sie es mit der Position ernst meinen. Ich fühle mich schon besser vorbereitet. Danke für den Rat. Lektion 24. Bleiben Sie voller Energie. Ich habe festgestellt, dass Sport mir hilft, mich den ganzen Tag über mit Energie versorgt zu fühlen. Das ist fantastisch. Folgst du einer bestimmten Routine? Ja, ich mache eine Mischung aus Cardio und Krafttraining. Es hält mich im Gleichgewicht. Das klingt effektiv. Ich wollte schon lange mit einem Trainingsprogramm beginnen. Das solltest du. Es steigert wirklich Ihr Energieniveau und Ihre Stimmung. Ich würde mich auch gerne energiegeladener fühlen, besonders während der Arbeit. Das macht einen großen Unterschied. Außerdem schläfst du nachts besser. Ich könnte definitiv besseren Schlaf gebrauchen. Um wie viel Uhr trainierst du normalerweise? Ich bevorzuge den Morgen. Das gibt einen positiven Ton für meinen Tag. Lektion 25. Verhandlungen mit Lehrern. Ihren Lehrern wurden die Verhandlungsrechte von der Regierung entzogen. Das ist wirklich bedauerlich. Das beeinträchtigt ihre Fähigkeit, sich für bessere Bedingungen einzusetzen. Definitiv. Es untergräbt die Bemühungen der Lehrer, die Bildung zu verbessern. Ja. Lehrer sollten in Angelegenheiten, die sie direkt betreffen, ein Mitspracherecht haben. Ich hoffe, Sie finden einen Weg, diese Rechte bald wiederzugewinnen. Unbedingt. Es ist entscheidend für ihre Arbeitszufriedenheit und den Erfolg ihrer Schüler. Ich bewundere die Lehrer für ihren Einsatz, besonders in schwierigen Situationen. Ich auch. Sie verdienen Unterstützung und Respekt für ihre harte Arbeit. Lassen Sie uns diese Themen weiter diskutieren, um das Bewusstsein zu schärfen. Lektion 26. Reisepläne. Das klingt unglaublich. Hast du dich entschieden, welche Länder du besuchen möchtest? Ja, ich denke an Japan und Spanien. Beide haben eine lebendige Kultur. Tolle Auswahl. Japans Mischung aus Tradition und Moderne ist faszinierend. Genau, und Spaniens Architektur und Essen sind so ansprechend. Ich würde dich gerne auf dieser Reise begleiten.
Zusammen zu erkunden würde Spaß machen. Unbedingt. Wir könnten neue Küchen und Traditionen erleben. Außerdem können wir unsere Sprachkenntnisse üben, während wir dort sind. Das ist eine geniale Idee. Das wird die Reise noch eindringlicher machen. Lass uns anfangen, eine Reiseroute für unser Abenteuer zu planen. Lektion 27. Wild Bill Hickok. Wussten Sie, dass Sheriff Wild Bill Hickok Abilene 1871 gezähmt hat? Wirklich? Wie hat er das geschafft? Er zwang Cowboys, ihre Waffen herauszugeben, was die Gewalt reduzierte. Das ist beeindruckend. Es muss eine schwierige Aufgabe gewesen sein, für Ordnung zu sorgen. Definitiv. Er musste Respekt unter den Cowboys aufbauen. Es ist faszinierend, wie eine Person die Dynamik einer ganzen Stadt verändern kann. Ja, seine Führung trug dazu bei, ein sichereres Umfeld für alle zu schaffen. Ich würde gerne mehr über sein Leben und seine Abenteuer erfahren. Ich auch. Lass uns einen Dokumentarfilm oder ein Buch über ihn finden. Lektion 28. Spezialisierung im Studium. Das klingt toll. Werden Sie sich auf einen bestimmten Bereich spezialisieren? Ja, ich plane, mich auf Umweltwissenschaften zu konzentrieren. Das ist ein wichtiges Feld. Der Klimawandel braucht mehr Aufmerksamkeit. Genau. Ich möchte zu nachhaltigen Lösungen beitragen. Es ist inspirierend, dass Sie etwas so Wirksames verfolgen. Danke. Ich glaube, Bildung kann zu echten Veränderungen führen. Unbedingt. Welche spezifischen Themen der Umweltwissenschaften interessieren Sie? Erneuerbare Energien und Naturschutz faszinieren mich besonders. Das sind entscheidende Bereiche. Ich würde gerne Ihre Erkenntnisse hören, während Sie lernen. Lektion 29. Unvergesslicher Lehrer. Unser Lehrer bringt uns bei Aufgaben immer zum Lachen. Das ist wunderbar. Ein guter Sinn für Humor kann das Lernen unterhaltsam machen. Ja. Er gibt uns auch das Gefühl, dass wir für ihn etwas ganz Besonderes sind. Das ist so wichtig. Es ermutigt die Schüler, sich mehr zu engagieren. Genau. Es schafft ein positives Unterrichtsumfeld. Ich wünschte, mehr Lehrer würden verstehen, wie sehr uns das beeinflusst. Unbedingt. Das Gefühl, geschätzt zu werden, kann Schüler zu besseren Leistungen motivieren. Ich bin dankbar für Lehrer wie ihn, die sich ins Zeug legen. Ich auch. Lassen Sie uns Ihre Bemühungen öfter würdigen. Lektion 30. Kubanische Revolution. Nachdem die Revolution eine unpopuläre Regierung gestürzt hatte, flohen viele Kubaner in die USA. Das ist ein bedeutendes historisches Ereignis. Ich habe über die Herausforderungen gelesen, mit denen sie konfrontiert waren. Ja, für viele war es eine schwierige Entscheidung, ihr Zuhause hinter sich zu lassen. Unbedingt. Sie suchten nach besseren Möglichkeiten und Freiheit. Es ist faszinierend, wie Revolutionen ganze Länder umgestalten können. Definitiv. Die Auswirkungen auf Familien und Gemeinschaften sind tiefgreifend.
Ich würde gerne mehr über die kulturellen Einflüsse aus dieser Zeit erfahren. Ich auch. Es wäre interessant zu sehen, wie es die kubanisch-amerikanische Kultur geprägt hat. Lassen Sie uns gemeinsam mehr darüber recherchieren. Lektion 31. Strandpräferenzen. Einige Strände können im Vergleich zu anderen ziemlich überfüllt sein. Das ist perfekt. Ich bevorzuge weniger überfüllte Orte zum Entspannen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist schöner, die Landschaft ohne zu viele Menschen zu genießen. Genau. Außerdem fühlt es sich friedlicher an. Haben Sie einen weniger überfüllten Lieblingsstrand? Ja, in der Nähe gibt es ein verstecktes Juwel, das ich gerne besuche. Hört sich toll an. Ich würde es gerne irgendwann mit dir besprechen. Unbedingt. Wir könnten ein Picknick einpacken und den Tag dort verbringen. Das ist ein perfekter Plan. Lass es uns bald geschehen lassen. Lektion 32. Visabestimmungen. Bei der Planung meiner Reisen berücksichtige ich verschiedene Faktoren, insbesondere bei der Recherche nach den Visabestimmungen. Das ist ein kluger Schachzug. Wenn Sie die Visabestimmungen kennen, können Sie sich später viele Kopfschmerzen ersparen. Genau. Jedes Land hat andere Vorschriften und sie können sich häufig ändern. Ja, ich bin einmal auf Probleme gestoßen, weil ich die Anforderungen nicht im Voraus überprüft habe. Das muss stressig gewesen sein. Wie hast du das am Ende hingekriegt? Zum Glück war ich in der Lage, die richtigen Dokumente rechtzeitig zu besorgen, aber es war knapp. Es ist immer besser, dies zu überprüfen, bevor Sie eine Reise planen. Unbedingt. Normalerweise führe ich eine Checkliste mit dem, was ich für jedes Reiseziel benötige. Das ist eine tolle Idee. Bist du in viele Länder gereist? Lektion 33. Kreativität ausdrücken. Ich habe mich schon immer zur Kunst hingezogen gefühlt. Sie ist eine kraftvolle Art, mich kreativ auszudrücken. Das ist wunderbar. Kunst kann Gefühle vermitteln, die Worte manchmal nicht vermitteln können. Unbedingt. Ich finde es toll, wie verschiedene Medien einzigartige Geschichten erzählen können. Welche Art von Kunst kreierst du am liebsten? Ich male sehr gerne. Es ermöglicht mir, meine Gefühle auf der Leinwand zu erkunden. Malen klingt toll. Hast du ein Lieblingsfach? Ich male oft Landschaften. Die Natur hat etwas Beruhigendes an sich. Ich stimme zu. Die Natur kann so inspirierend sein. Hast du deine Arbeiten ausgestellt? Noch nicht. Aber ich würde meine Kunst gerne eines Tages mit anderen teilen. Lektion 34. Herausforderungen meistern. Haben Sie von den Erdrutschen gehört, die sich kürzlich an anderen Orten ereignet haben? Ja, es ist verheerend. Die Männer mussten sich durch festen Granitfelsen graben, um Menschen zu retten. Das klingt unglaublich schwierig. Es erfordert viel Kraft und Entschlossenheit. Unbedingt. Rettungskräfte setzen bei Katastrophen wirklich ihr Leben aufs Spiel. Es ist inspirierend zu sehen, wie Gemeinschaften in schwierigen Zeiten zusammenkommen. Ja, und es unterstreicht, wie wichtig es ist, auf Naturereignisse vorbereitet zu sein. Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der Sie schnell handeln mussten?
Zum Glück nicht so, aber ich versuche immer informiert und bereit zu bleiben. Das ist klug. Wissen kann in Notfällen einen großen Unterschied machen. Lektion 35. Kulturelle Unterschiede. Ein Unterschied, den ich bemerkt habe, ist die Pünktlichkeit in meiner Kultur im Vergleich zu anderen. Das ist interessant. Wie fühlst du dich dabei? In meiner Kultur wird es als sehr wichtig angesehen, pünktlich zu sein. Ich verstehe. In manchen Kulturen ist es akzeptabler, etwas zu spät zu kommen. Ja, aber ich denke, Pünktlichkeit zeigt Respekt vor der Zeit anderer. Ich stimme zu. Es kann frustrierend sein, wenn Menschen keinen Wert auf Aktualität legen. Waren Sie aufgrund kultureller Zeitunterschiede mit Herausforderungen konfrontiert? Ja, manchmal führt es bei Besprechungen zu Missverständnissen. Es ist wichtig, die Erwartungen klar zu kommunizieren, um Verwirrung zu vermeiden.